Hast du dich jemals gefragt, warum alles in Zyklen verläuft? Warum Erfolg und Misserfolg, Glück und Trauer, Energie und Erschöpfung sich ständig abwechseln? Das hermetische Prinzip des Rhythmus besagt, dass alles einer bestimmten Bewegung folgt, einem Auf und Ab, einem Ein- und Ausatmen des Universums. Wie die Gezeiten steigen und fallen, folgt auch unser Leben natürlichen Schwankungen. Wer diese Rhythmen erkennt und versteht, kann bewusster mit ihnen umgehen, statt gegen sie anzukämpfen. Doch was bedeutet das konkret? Wie beeinflusst der Rhythmus unser Leben und können wir ihn kontrollieren? In diesem Video tauchen wir tief in das Geheimnis des Rhythmus ein und entdecken, wie du dieses Wissen nutzen kannst, um dein Leben in Einklang mit den natürlichen Zyklen des Universums zu bringen. Das Prinzip des Rhythmus ist eines der 7 hermetischen Gesetze und beschreibt die natürliche Bewegung des Universums. Alles folgt einem bestimmten Rhythmus. Ein Auf und Ab, ein Vor und Zurück, ein stetiger Wechsel zwischen Expansion und Kontraktion. Dieses Gesetz zeigt sich in allen Bereichen des Lebens, von der Natur bis hin zu unseren Gedanken und Emotionen. Rhythmus in der Natur. Die offensichtlichsten Beispiele für dieses Prinzip finden wir in der Natur. Die Gezeiten steigen und fallen in einem vorhersehbaren Zyklus. Tag und Nacht wechseln sich ab. Das Licht weicht der Dunkelheit. Die Jahreszeiten folgen einer festen Abfolge: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Der Mondzyklus beeinflusst das Wasser, das Wachstum von Pflanzen und sogar menschliche Emotionen. Diese Rhythmen sind universell und sie zeigen, dass das gesamte Leben einem gewissen Puls folgt. Rhythmus in unserem Leben. Doch nicht nur die Natur unterliegt diesem Gesetz, auch unser persönliches Leben wird vom Rhythmus beeinflusst. Jeder Mensch durchläuft Phasen der Motivation und Erschöpfung, des Erfolgs und des Rückschlags, der Freude und der Trauer. Emotionale Wellen. Glück und Traurigkeit wechseln sich ab, manchmal ohne ersichtlichen Grund. Produktivitätszyklen. Es gibt Zeiten, in denen wir hoch motiviert sind und andere, in denen wir uns antriebslos fühlen. Zwischenmenschliche Beziehungen, Freundschaften, Liebe und soziale Bindungen haben Höhen und Tiefen. Wirtschaft und Karriere. Keine Karriere verläuft linear. Es gibt Aufstiege, Herausforderungen und Veränderungen. Warum existiert das Gesetz des Rhythmus? Das Prinzip des Rhythmus zeigt, dass nichts für immer in einem Zustand bleibt. Weder Glück noch Unglück, weder Erfolg noch Misserfolg sind von Dauer. Alles bewegt sich in Zyklen und jeder Tiefpunkt hat einen Höhepunkt als Gegenpol. Viele spirituelle und philosophische Traditionen erkennen dieses Muster an. Im Buddhismus wird dies als das Gesetz der Vergänglichkeit bezeichnet. Alles verändert sich, nichts bleibt ewig gleich. Die moderne Psychologie bestätigt ebenfalls, dass Menschen emotionale und mentale Schwankungen erleben, die sich in Wellenbewegungen äußern. Wie beeinflusst uns dieses Gesetz? Wenn wir das Prinzip des Rhythmus verstehen, können wir erkennen, dass schwierige Phasen im Leben nur vorübergehend sind. Genauso wie Ebbe auf Flut folgt, werden auf dunkle Zeiten wieder bessere Momente kommen. Menschen, die in einem Tiefpunkt stecken, neigen dazu zu glauben, dass es ewig so bleiben wird. Doch wer das Gesetz des Rhythmus kennt, weiß, jede Krise ist vorübergehend. Menschen, die Erfolg haben, denken manchmal, dass dieser Zustand für immer andauern wird. Doch das Gesetz des Rhythmus lehrt uns, dass alles in Bewegung bleibt. Deshalb ist es wichtig, sich auf Veränderungen vorzubereiten. Das Geheimnis liegt nicht darin, den Rhythmus zu bekämpfen, sondern ihn zu verstehen und mit ihm zu arbeiten. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns an, wie wir dieses Wissen praktisch nutzen können, um unser Leben bewusst zu gestalten. Das Gesetz des Rhythmus zeigt uns, dass alles einem bestimmten Fluss folgt. Doch die entscheidende Frage ist, sind wir diesem Rhythmus ausgeliefert oder können wir ihn bewusst beeinflussen?
Viele Menschen erleben Wellen von Energie, Motivation, Erfolg und Glück, gefolgt von Phasen der Müdigkeit, Rückschläge oder Zweifel. Der Fehler, den die meisten machen, ist, dass sie versuchen, gegen diesen natürlichen Zyklus zu kämpfen, anstatt ihn zu verstehen und sich an ihn anzupassen. Erster Schritt, um den Rhythmus zu kontrollieren, ist, ihn zuerst zu erkennen und zu akzeptieren. Wer den Rhythmus seines eigenen Lebens bewusst wahrnimmt, kann ihn besser nutzen. Beispiel: Ein Künstler hat kreative Hochphasen, in denen Ideen fließen, gefolgt von Zeiten, in denen er sich uninspiriert fühlt. Wer das Gesetz des Rhythmus versteht, wird diese leeren Phasen nicht als Versagen betrachten, sondern als natürliche Erholung, die Platz für neue Ideen schafft. Übung: Beobachte deinen eigenen Rhythmus in verschiedenen Bereichen. Emotionen, Produktivität, Energie. Führe ein Tagebuch, um Muster in deinem Leben zu erkennen. Frage dich: Wann sind meine Hochphasen? Wann brauche ich Erholung? Zweiter Widerstand gegen den Rhythmus führt zu Leiden. Viele Menschen fühlen sich frustriert, wenn sie sich in einem Tiefpunkt befinden. Sie versuchen, sich dagegen zu wehren, anstatt ihn als Teil des Zyklus zu akzeptieren. Beispiel: Wenn wir einen Baum beobachten, sehen wir, dass er nicht das ganze Jahr über Blätter trägt. Er folgt dem Rhythmus der Jahreszeiten. Im Frühling wächst er, im Winter ruht er. Menschen hingegen erwarten oft, dass sie ständig produktiv, motiviert und erfolgreich sein müssen. Übung: Akzeptiere deine Tiefphasen als natürliche Erholung. Nutze diese Zeiten für Reflexion, anstatt dich unter Druck zu setzen. Verstehe, dass nach einer Tiefphase eine neue Wachstumsphase kommt. Dritter: Wie wir den Rhythmus bewusst nutzen können. Obwohl wir den Rhythmus nicht aufhalten können, können wir ihn bewusst lenken und ausbalancieren. Wer sich seines eigenen Rhythmus bewusst ist, kann sich so anpassen, dass er von den natürlichen Schwankungen profitiert. Beispiel: Ein Athlet plant sein Training so, dass er in seinen Hochphasen intensiv trainiert und in seinen Tiefphasen bewusst regeneriert, anstatt sich zu überlasten. Übung: Plane wichtige Projekte in deinen Hochphasen. In Tiefphasen konzentriere dich auf Regeneration und Vorbereitung. Setze dir langfristige Ziele, anstatt kurzfristigen Schwankungen zu viel Bedeutung zu geben. 4. Das Pendel beobachten. Wie extrem sind deine Schwankungen? Das Gesetz des Rhythmus besagt, dass je extremer ein Ausschlag in eine Richtung ist, desto stärker wird die Gegenbewegung sein. Beispiel: Wer sich in Hochphasen zu sehr verausgabt und keinen Ausgleich schafft, wird umso tiefer in ein Tief fallen. Wer hingegen bewusst für Balance sorgt, kann diese Schwankungen abmildern. Übung: Frage dich: Schwanken meine Emotionen, meine Energie oder meine Motivation extrem? Wenn ja, versuche bewusst Gleichgewicht in deinen Alltag zu bringen. Fazit: Das Gesetz des Rhythmus kann nicht umgangen werden, aber wer es versteht, kann sich ihm anpassen und es für sich nutzen. Anstatt gegen die Wellen des Lebens anzukämpfen, können wir lernen, mit ihnen teils zu schwimmen. Im nächsten Abschnitt werden wir uns anschauen, wie wir den Rhythmus gezielt nutzen können, um mehr Stabilität und Kontrolle über unser Leben zu gewinnen. Das Gesetz des Rhythmus zeigt uns, dass alles einem natürlichen Fluss folgt. Höhen und Tiefen, Expansion und Kontraktion, Wachstum und Ruhe. Doch anstatt gegen diese Rhythmen zu kämpfen, können wir lernen, sie zu unserem Vorteil zu nutzen. Erste Akzeptanz des Rhythmus. Widerstand macht es nur schwieriger. Viele Menschen versuchen, negative Phasen mit aller Kraft zu vermeiden. Doch Widerstand gegen den Rhythmus verstärkt oft nur das Problem. Wer versteht, dass jeder Tiefpunkt Teil eines natürlichen Zyklus ist, kann mit mehr Gelassenheit darauf reagieren. Beispiel: Ein Unternehmer erlebt eine Phase, in der sein Geschäft stagniert. Anstatt in Panik zu geraten, erkennt er, dass dies eine Gelegenheit ist, sich strategisch neu auszurichten, anstatt sich gegen den momentanen Rückgang zu wehren. Übung: Frage dich: In welchem Bereich meines Lebens kämpfe ich gegen eine natürliche Schwankung?
Kann ich stattdessen diese Phase als Vorbereitung für den nächsten Aufschwung nutzen? Zweiter. Mit den Zyklen arbeiten, anstatt sie zu ignorieren. Das Gesetz des Rhythmus wirkt sich auf unsere Energie, Emotionen und Produktivität aus. Anstatt zu erwarten, dass wir immer auf unserem höchsten Niveau funktionieren, sollten wir unsere natürlichen Zyklen beachten und unser Verhalten daran anpassen. Beispiel: Ein kreativer Mensch erkennt, dass er nicht immer voller Inspiration ist. Statt sich in Phasen niedriger Kreativität unter Druck zu setzen, nutzt er diese Zeit für Reflexion oder Weiterbildung und schöpft neue Energie für die nächste Hochphase. Übung: Beobachte deine Energiezyklen im Alltag. Wann bist du am produktivsten? Plane wichtige Aufgaben in Hochphasen und nutze Tiefphasen für Erholung oder weniger anspruchsvolle Tätigkeiten. Dritte: Emotionale Wellen, bewusst steuern Emotionen, sind ebenfalls einem rhythmischen Verlauf unterworfen. Statt gegen negative Gefühle anzukämpfen, können wir lernen, sie zu beobachten und zu verstehen, dass sie vorübergehend sind. Beispiel: Eine Person fühlt sich deprimiert und glaubt, dass dieser Zustand ewig anhalten wird. Doch das Gesetz des Rhythmus zeigt, diese Phase wird sich wieder verändern. Nichts bleibt gleich. Übung: Wenn du dich niedergeschlagen fühlst, erinnere dich daran, dass auch diese Phase vorübergeht. Nutze Atemübungen oder Meditation, um emotionale Schwankungen bewusst wahrzunehmen, ohne dich von ihnen mitreißen zu lassen. 4. Den Rhythmus des Körpers respektieren. Unser Körper unterliegt ebenfalls einem natürlichen Rhythmus. Schlafzyklen, Hormonveränderungen, Energielevel. Wer diese Rhythmen ignoriert, kämpft oft gegen seine eigene Natur. Beispiel: Jemand, der seinen Schlafrhythmus vernachlässigt und ständig gegen seine natürliche Müdigkeit ankämpft, wird langfristig mit Erschöpfung und Konzentrationsproblemen kämpfen. Übung: Höre auf deinen Körper. Wann brauchst du Ruhe? Wann brauchst du Bewegung? Strukturiere deinen Alltag so, dass er deinen natürlichen Bedürfnissen entspricht. 5. Langfristige Balance durch Bewusstsein schaffen. Indem wir erkennen, dass alles einem rhythmischen Muster folgt, können wir unser Leben langfristig in Balance bringen. Das bedeutet, nicht nur auf kurzfristige Höhen und Tiefen zu reagieren, sondern eine größere Perspektive einzunehmen. Beispiel: Ein Mensch, der versteht, dass jede Erfolgsphase auch eine Ruhephase nach sich zieht, wird sich in Höhen nicht übermütig und in Tiefen nicht verzweifelt fühlen. Übung: Betrachte dein Leben in längeren Zeiträumen. Erkenne Muster in deiner Entwicklung. Erkenne, dass keine Phase dauerhaft ist. Jede Hochphase ist eine Chance, sich auf die nächste Herausforderung vorzubereiten. Fazit: Das Gesetz des Rhythmus zu verstehen bedeutet, mit dem Fluss des Lebens zu gehen, anstatt sich dagegen zu stemmen. Wer den Rhythmus akzeptiert und bewusst nutzt, kann mit weniger Widerstand und mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen. Das Gesetz des Rhythmus zeigt uns, dass alles in Wellen verläuft. Höhen und Tiefen, Wachstum und Ruhe, Erfolg und Rückschläge. Nichts bleibt für immer gleich und genau darin liegt die natürliche Ordnung des Universums. Anstatt gegen diese Rhythmen anzukämpfen, sollten wir lernen, mit ihnen zu arbeiten. Jede Phase hat ihren Sinn. In Hochphasen sollten wir bewusst handeln und in Tiefphasen reflektieren und Kraft sammeln. Wenn du das Prinzip des Rhythmus in dein Leben integrierst, wirst du mehr Stabilität, Gelassenheit und innere Balance finden. Wie erlebst du den Rhythmus in deinem Leben? Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen.